In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Envelopes-Indikator zur Verwaltung von Handelspositionen verwendet. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Ausführung von Trades und die Verwaltung von Positionen unerlässlich sind. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen verwalten, einschließlich des Öffnens und Änderns von Positionen. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für die Analyse von Höchst- und Tiefstständen fest und erlaubt einen Bereich von 1 bis 1000 Kerzen. Der Parameter Min Candlespec legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset legt eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop in Punkten fest, mit einer Spanne von 1 bis 20. Der Parameter Envelopes Period legt den Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt der Envelopes fest, während der Parameter Deviation Percentage die Abweichung in Prozent für die Envelopes angibt. Mit dem Parameter M-Method schließlich können wir die Methode des gleitenden Durchschnitts auswählen, wobei die Standardeinstellung der einfache gleitende Durchschnitt ist. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Envelopes Handle enthält das Handle für den Indikator Envelopes, während die Arrays Upper Band Buffer und Lower Band Buffer die oberen bzw. unteren Hüllkurvenwerte speichern. Im Array Price Data werden die Daten für den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs gespeichert. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Envelopes-Indikators mit Hilfe der Funktion iEnvelopes. Diese Funktion benötigt mehrere Parameter: das Symbol, mit dem wir handeln, den Zeitrahmen für den Indikator, die Periode für die Hüllkurven, den Shift-Wert, die Methode des gleitenden Durchschnitts, den Preistyp und den Abweichungsprozentsatz. Nachdem wir das Handle erstellt haben, konfigurieren wir die Arrays mit der Funktion ArraySetASeries als Zeitreihen. Weiter geht es mit der Funktion OpenBuy-Position, die für die Ausführung einer Kauforder zuständig ist. In dieser Funktion ermitteln wir zunächst den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk. Anschließend führen wir den Kaufauftrag mit der Methode Position Open der Klasse cTrade aus. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall geben wir das Symbol an, setzen die Auftragsart auf Order Type Buy, definieren die Positionsgröße mit 0,10 Lots, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen, verwenden den Ask-Preis für den Einstieg und lassen den Stop-Loss und den Take-Profit deaktiviert. Der Kommentar für die Position ist auf Envelopes-Position eingestellt. Ähnlich verhält es sich mit der Funktion Open-Sell-Position, mit der ein Verkaufsauftrag ausgeführt wird. Hier erhalten wir den aktuellen Bidpreis über die Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolBid. Anschließend führen wir den Verkaufsauftrag mit der Methode Position Open aus, wobei wir dieselben Parameter wie bei der Kauffunktion angeben, aber den Auftragstyp auf Order Type Sell setzen und den Bidpreis für die Eingabe verwenden. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Array zum Speichern der Daten. Außerdem laden wir die Hüllkurvenwerte aus den Indikatorbuffern mit der Funktion CopyBuffer, die die oberen und unteren Bandwerte abruft. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen.
Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition auf False und eine enum-Position Type a Variable currentPositionType auf PositionType by. Anschließend durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position ermitteln wir mit der Funktion Position. getTicket die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob die Position zum aktuellen Symbol gehört. Wenn wir eine offene Position finden, setzen wir hasOpenPosition auf True und speichern den Typ der aktuellen Position, bevor wir die Schleife verlassen. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Die Kaufbedingung wird ausgelöst, wenn der Kurs die untere Hüllkurve überschreitet. Wir prüfen, ob der vorherige Schlusskurs kleiner oder gleich dem unteren Band war und ob der aktuelle Schlusskurs größer als das untere Band ist. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion OpenBuyPosition auf. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir den Tiefpunkt für den Trailing Stop, indem wir mit der Funktion ILowest den Index des niedrigsten Tiefpunkts im Rückblickszeitraum ermitteln. Anschließend prüfen wir, ob der Index des Tiefs mindestens so alt ist wie der Parameter MinCandlesback und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tief liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stop-Level, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion ProcessTrailingStop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Die Verkaufsbedingung ist ähnlich, aber wir prüfen, ob der Kurs die obere Hüllkurve unterschritten hat. Wir überprüfen, ob der vorherige Schlusskurs größer oder gleich dem oberen Band war und ob der aktuelle Schlusskurs kleiner als das obere Band ist. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion IHighest den Index des höchsten Hochs im Rückblickszeitraum. Anschließend prüfen wir, ob der Index des Hochs mindestens so alt ist wie der Parameter MinCandlesback und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Hoch liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stop-Level, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion ProcessTrailingStop aufrufen. Die Funktion ProcessTrailingStop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. In dieser Funktion gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie anhand der Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend ermitteln wir den aktuellen Stop-Loss-Wert mit Hilfe der Funktion PositionGetDouble mit dem Parameter Position SL. Je nach Positionstyp prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher als der aktuelle Stop für Kaufpositionen oder niedriger für Verkaufspositionen ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, rufen wir die Methode PositionModify aus der Klasse cTrade auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Envelopes-Indikator zur Verwaltung von Handelspositionen nutzt. Wir haben diese Funktionalität mit ein paar Zeilen MQL-Code programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.